Hallo, ich bin der Christoph Wehrer aus Brandenburg an der Havel. Das ist ungefähr 100 Kilometer westlich von Berlin. Ich bin mit meiner Frau und 4 kleinen Kindern 1997 nach Meißen in der Nähe der Stadt Dresden gezogen und wir haben da mit ein paar wenigen Christen aus der Stadt eine Gemeinde gegründet. Und wir hatten eine sehr große Vision, wir hatten großen Glauben und wir waren bereit, Opfer zu bringen, haben hart gearbeitet. Und die Gemeinde hat sich auch recht gut entwickelt, aber es haben sich einige Probleme angestaut, die wir nicht wirklich lösen oder zuordnen konnten. Und wir waren 3 Jahre später, ungefähr im Jahr 2000, an einem wirklich schwierigen Punkt angekommen mit der Gemeindeleitung. Und wir waren recht allein, weil der Mann, der uns nach Meißen vermittelt hat, mit dem hatten wir kaum Kontakt. Und die Gemeinde, von der wir hergekommen sind, die hatten keinerlei Vision für eine Tochtergemeinde in Ostdeutschland. Und ein Pastor in Dresden, mit dem ich versucht habe, eine Verbindung aufzubauen, und wir waren einfach furchtbar inkompatibel und so waren wir extrem allein. Und nach 3 Jahren harter Arbeit waren wir wirklich in einer sehr schwierigen Situation. Und 2000 kam dann Wayne und René Neubach kamen nach Dresden und ich habe sie kennengelernt und die Offenheit, mit der mir Wayne begegnet ist, das war was ganz Neues und auch Besonderes für mich. Das Einzige, was ich von Netzwerken wusste, ist denominationelle Netzwerke, Distriktsvorsteher, Bezirke und natürlich auch eine entsprechende Hierarchie. Und ich habe Wayne und René, wir haben ihnen etwas abgespürt, was ich sehr vermisst habe, nämlich, dass sie sich interessieren für eine Beziehung zu uns. Und so ist eine Beziehung zu ihnen gewachsen und auch zu vielen von ihren Freunden, die zu New Covenant gehört haben, einige auch aus Südafrika, die wir auch heute noch einfach sehr schätzen. Und wir haben gemerkt, sie haben eine Vorstellung von gemeindeübergreifenden Diensten, die uns völlig unbekannt war. Und das eine ist natürlich wichtig in so einem Netzwerk, dass wir Werte und Visionen teilen, aber ich habe noch was ganz anderes festgestellt, was das auch so kostbar macht. Früher habe ich Römer 16 gelesen, dass Paulus die ganzen Leute grüßt, die Gemeinde in ihrem Haus, und er hat viel gearbeitet und solche Sachen. Und ich habe gedacht, naja, das ist einfach der Gruß von Paulus am Ende vom Brief. Das ist eben so. Und es wurde mir zunehmend klar, dass Paulus überhaupt kein Einzelkämpfer war, sondern dass Paulus absolut teamorientiert gearbeitet hat und dass Paulus ganz viele Leute hatte, die er innig geliebt hat und die auch ihn innig geliebt haben. Und ich habe angefangen zu verstehen, dass die Gemeindearbeit und vor allem die gemeindeübergreifende Arbeit, dass es ein Beziehungsnetzwerk ist und nicht ein hierarchisches Netzwerk mit Paragraphen. Und auf die Frage, ob man dem Netzwerk beitreten kann, war die Antwort, nein, du musst dabei sein, du musst die Beziehungen pflegen, du musst die Treffen mitnehmen und gemeinsam den Weg gehen. Und so wirst du Teil von dem Netzwerk. Und ich habe ein paar Dinge sehr, sehr schätzen gelernt. Das eine, was ich sehr schätzen gelernt habe, ist von diesen Leuten in diesem Netzwerk, ist, dass sie eine unglaubliche Kompetenz mitgebracht haben. Sie haben nicht nur irgendwann eine Gemeinde gegründet und die 30 Jahre geleitet und sind dann in Rente gegangen, sondern sie haben eine Gemeinde gegründet, haben die übergeben, haben eine neue Gemeinde gegründet oder übernommen und haben noch irgendwelche Tochtergemeinden gegründet und solche Dinge. Völlig unvorstellbar auch für unsere deutschen Verhältnisse. Das Zweite, was ich gesehen habe, ist durch die Internationalität, dass sie eine unglaubliche Balance und Ausgewogenheit haben und auch eine gewisse Resistenz gegen Trends und neue Lehren. Und ich finde das im digitalen Zeitalter immer wichtiger, weil alle paar Tage kommt irgendwo ein neuer Pilz aus dem Boden, der noch eine Erkenntnis, noch eine Lehre hat. Und diese Ausgewogenheit in einem Netzwerk und diese auch Unanfälligkeit für Wind und Wellen, wie das Epheser 4 sagt, hat mir sehr gefallen. Und das Dritte ist, dass ich in meiner allerersten Zeit als Pastor auch gespürt habe, wie einsam ich oft allein war, wie einsam ich oft war mit meinen Entscheidungen. Und in diesem Netzwerk zu sein und andere
echte Freunde zu haben, die mich kennen, die meinen Weg kennen, meinen Charakter kennen, meine Geschichte kennen, meine Ehe kennen, meine Familiensituation kennen. Und die meine Freunde an meiner Seite sind. Und wenn ich mit denen spreche, dann erzählen sie mir nicht Theorien, sondern sie sprechen in Liebe in mein Leben hinein, ist etwas, was ich nicht mehr missen möchte. Und wenn ich jetzt zurückdenke, die letzten 20 Jahre meines Pastorendaseins, muss ich sagen, dieses Netzwerk, das ist einfach so kostbar für mich. Und es hat etwas von mir weggenommen, nämlich dieses sich Mama eben auf sich selbst gestellt fühlen, völlig allein Entscheidungen treffen zu müssen und auch Dinge auszuhalten, die eben im Pastorenalltag auch vorkommen. Und ich habe in diesem Netzwerk ganz viele Dinge gelernt über die lokale Gemeinde, über Leiterschaft, über das Einsetzen von Ältesten, von Diakonen. Wie funktionieren denn die ganzen Dinge rund um, wie baut man ein Team auf? Was ist die ganze Sache mit den Fragen nach der Hierarchie? Wer darf was entscheiden? Und viele, viele, viele Dinge mehr, die mein Pastorendasein sehr erleichtert haben. Und was die Geschichte in Meißen angeht, nachdem wir die Gemeinde nach 20 Jahren abgegeben haben, kann ich sagen, dass wir 17 Jahre davon hatten wir in der Gemeinde keine Spaltung, keinen großen Streit oder irgendetwas, und das ist mitunter auch auf das Netzwerk zurückzuführen. 2017 haben wir die Gemeinde im Juni in Meißen abgegeben an einen damaligen Ältesten der Jesusgemeinde in Dresden, und Marianne und ich haben im Sommer 2017 die Entscheidung getroffen, dass wir hier nach Brandenburg kommen und hier eine Gemeinde übernehmen. Und der damalige Pastor von der Gemeinde hier, er konnte sehen, dass wir die Gemeinde übernehmen sollten und sie leiten sollten, und er hat es uns auch schon lange vorher gesagt, und auch Leute aus dem apostolischen Team, damals der Rob Forbes und der Wayne Neuber, haben gesagt: Christoph, wir trauen dir das zu, dass du das machen könntest. Und wir selber waren uns aber eher unsicher und hatten dann erst im September 2017 den Eindruck, wir sollten das wirklich machen. Und ich bin so dankbar, auch jetzt, wenn man die Gemeinde übernimmt, gibt es ja auch Herausforderungen, zu merken, dass die Leute vor Ort wollten das, die Leute aus dem apostolischen Team sehen das, und wir selber haben das auch gehört. Und dieses Dreigestirn, dass wir das zusammen haben, auch das gibt uns so eine Sicherheit und so eine Festigkeit auf unserem Weg hier. Und das sind nur ein paar ganz wenige Gründe, warum wir denken, es ist super, in diesem Netzwerk zu sein und es sich anzusehen, das Activate-Netzwerk. Und ich freue mich sehr, dass du mein Video angeguckt hast, und ich segne dich und hoffe, dass es dich inspiriert.